Einen wunderschönen guten Morgen. Und zwar, was kann man Besseres machen als am ersten Tag, wenn man zurück in München ist? 2 Motorradprobefahrten. Deshalb los geht's mit der Honda Africa Twin. Freue mich riesig. Ich muss noch das Auto voll tanken, hinfahren. Moped gibt es ja keine mehr. Hier das Video, die Ducati ist weg. Dementsprechend brauche ich was Neues und ja, heute wird mal die Africa Twin Probe gefahren. Ich freue mich riesig. Ich glaube, es ist ein mega geiles Moped. Sie gefällt mir besonders geil in schwarz. Gerne ein Foto hier und ja, bis gleich. Viel Spaß bei den Eindrücken. Oh yeah, hier auf der Africa Twin bereits angekommen. Das erste, was ich gesagt bekommen habe, Android Auto funktioniert leider nur über Kabel. Verdammt nochmal. Okay. Das lässt sich auf jeden Fall anhören. Oh, knackige Schaltung, sehr geil. Okay. Man sieht sehr hoch. Genau, bei der Ducati bin ich ja eher drinnen gesessen. Hier sitze ich eher drauf. Also ich habe gleich gebeten, dass man das Gas auf jeden Fall auf Maximum stellt. Also Gasannahme ist am Maximum. Und ja, ich glaube, das bedeutet, dass der Gashahn so sensibel ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das die maximale Leistung ist oder ob das die Gasannahme ist. Könnte ein bisschen die Gasannahme sein, deshalb aktuell etwas bissig. Also ich komme eigentlich ganz gut runter mit der 1,78. Ist soweit super angenehm. Man sitzt sehr geil drauf. Sitzbank, hart und hat eine spezielle Form. Man sitzt aber sehr geil drauf. Das ist echt lustig, dass man so hoch sitzt. Der Wahnsinn. Ja, ich habe gerade vorhin die Kollegin schon gesehen, wie sie hier eingestellt hat. Das hat ein bisschen mühsam ausgeschaut. Aber, also die Dame, die das Motorrad vermietet, danke dafür. Aber ja, sagen wir so, sie hat es geschafft. Tempomat können wir mal versuchen. Ist auch spannend. Der Tempomatknopf ist so weit rechts, dass ich vom Gas runtergehen muss, um ihn zu drücken. Okay. Genau. Schauen wir mal, dass wir rauskommen aus der Stadt. Also der Sound ist auf jeden Fall geil. Oh ja, der Sound ist geil und der Durchzug ist auch geil. Also ich meine, wir sind ja sehr untertourig unterwegs, aber das zieht anständig. Was mich primär gleich ein bisschen abgeschreckt hat, war die Farben des Displays. Die sind eher so retro aus den 70er, 80ern. Also wenn einfach das Blau ein bisschen fresh wäre und das Rot ein bisschen massiver, das wäre auf jeden Fall geil. Ganz lustig, diese Handgriffe. Bei der Ducati hat sich ja jeder aufgeregt, von wegen die Handgriffheizung musst du rechts aktivieren und dann mit dem Joystick durchschalten. Hier musst du sie rechts aktivieren und dann links mit dem Knopf durchschalten. Also eigentlich komplett dasselbe. Hab bisher zumindest keine Beschwerden gehört. Stresst einen das mit diesen 2 Displays? I don't know. Bisher ist es komplett egal. Aber immerhin hat man da unten 4 von 4 stehen. Genau, was ich jetzt fragen wollte, war eigentlich, ich hätte auch gerne Android Auto getestet, aber sie hat eben gemeint, man muss hier ein Kabel anstecken und dann sich selber auch wieder was suchen, wo man das Handy positioniert. Bedeutet sehr suboptimal. Mal 30er hier, Fuß kommt. Genau, natürlich ist es dasselbe wie bei Ducati, wenn ich einfach ein Kabel brauche und dann das Ding selber irgendwie positionieren muss, kann ich mir auch gleich eine Handyhalterung kaufen. Weil ja, dann bringe ich das Handy schon irgendwo an. Wäre eigentlich super geil, wenn es hier auch so eine Iconic Parts Halterung gibt, kann man ja mal fragen dann.
Aber so eigentlich auch. Die Knöpfe hier sehr geil zu bedienen, also sehr soft. Macht Spaß. Eher so ein bisschen back to basics. Und ich glaube auch von der Sitzposition und von dem Platz, den man hat, ist es schon, also ist schon ein Big Bike und hat man definitiv genug Platz auch für 2 Personen. Weil ich habe mit einem Kollegen geredet und der hat eher gemeint, dieses Bike, also die Africa Twin, sollte man eher einstufen bei jungen, wie lange brauche ich denn hier noch, bis ich aus der Stadt raus bin. Genau, das sollte man eher einstufen bei einer KTM 890. Ja, deshalb würde ich sagen, nein, wenn die Leistung jetzt stimmt. Genau, nur mal schauen, wo die Hupe ist. Wir sind ja im Stadtverkehr. Aber echt lustig, ich komme nicht drüber, schau dir das an. Mein Daumen ist zu kurz, also ich kann den Tempomat nicht einfach aktivieren auf der Geschwindigkeit, auf der ich fahre. Das ist speziell, aber was soll's denn? Lästern auf hohem Niveau, auf jeden Fall auf akzeptablem Niveau. Schaltung finde ich echt ultra knackig. Gänge gehen super rein, man spürt, wie sie reinfluppen. Also ich finde definitiv geiler als auf der Ducati. Man hat einfach sofort das Feedback drin oder nicht drin und man spürt, er ist drin. Ja, bin gespannt, wenn man mal sportlicher losfährt, wie das dann so ist. Oh Mann, ist das geil. Ja. Warte, welchen Knopf muss ich drücken, um den Tempomat zu aktivieren? Okay, jetzt. Genau. Also ja, zieht anständig. Also zieht auf jeden Fall so, dass man sagt, man hat Lust und Laune. Ja, ich muss nur schauen, wie der Hubknopf. Auch das Feedback, wenn man so 1 km/h höher schaltet, genau, finde ich hier mega geil. Also du hast wirklich hier so einen soften Toggle, den du nach oben und nach unten toggeln kannst. Und ja, genau, natürlich auch klassisch, wenn man schaltet, muss man das Ding wieder aktivieren, so wie ich es auch von früher kenne. Ja. Also fährt auch gut untertourig. Muss ich noch rauskriegen? Ah, hier steht immer die eingestellte Geschwindigkeit, okay. Ja. Also Fahrwerk ist auch geil. Also auf jeden Fall passt das so. Ich meine, die Knöpfe sind extremo. Oh ja, okay. Oh shit. Kann man den Modus auch umstellen? Nee, oder? Jetzt die große Frage. Was mache ich gerade? Genau, also ist jetzt Tourmodus aktiv? Ist schon eine große Frage. Habe ich gerade echt den Modus verwechselt oder habe ich nur irgendwas durchgeschaltet? Ja, kann ich nicht so wirklich sagen. Also da wäre schon ein bisschen Feedback besser. Ja, scheiße, Alter. Also ich würde sagen, das war ein positives Scheiße. Ich würde sagen, das sind keine 95 Dezibel. Und ich würde sagen, es ist ein gutes Kaufargument. Und ich würde sagen, Bam Chaka, Alter, der Rückzug passt schon seriös. Oh ja, gib mir ein Ortslimit aus. Mir ein.
so wie das Fahrwerk so ist, kann man hier auf jeden Fall sehr sportlich fahren. Wenn der Motor auch so zieht, sehr sportlich. Yes! Perfekter Test oder perfekter Moment, um eine kleine Notbremse zu üben. Jawohl. Da kann man echt nur sagen, jawohl, Alter. Junge, das ist genau der Sound, den ich immer vermisst habe bei der Ducati. Und das ist genau... Moment. Also genau, der Sound ist einfach raketentechnisch. Und verdammt, ja, das Fahrwerk ist jetzt nicht so steif wie bei der Ducati. Aber muss es ja auch nicht. Ja, was ihr alle schon gesehen habt und bestimmt gehört habt, da sind so viele Knöpfe, ich traue mich gar nicht drücken, weil ich gar keine Idee habe, was sie überhaupt machen könnten. Auch das Feedback beim Blinker ist soweit sehr geil. Also der Knopf, man hört auch so ein leichtes Klick, fühlt sich wirklich sehr geil an. Funktionieren, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber man muss wirklich loben, der Suzuki-Fahrer vorne, sehr aufmerksamer Kollege. Wie ihr vielleicht gesehen habt, als er gesehen hat, dass ich von hinten komme, hat er extra mir Platz gemacht hinten. Was auf jeden Fall bedeutet, dass er sehr aufmerksam fährt. Und auch in Notsituationen in den Rückspiegel schaut. Was bedeutet, sehr guter Fahrer. Ja, gehört bei mir bei jedem neuen Moped dazu, Notbremstest. Federt vorne ein, auf keinen Fall so viel. Bist du deppert. Genau mein Stil. Also federt vorne ein, aber auf keinen Fall so viel wie eine 800er GS. Und ja, bleibt stabil. Man fühlt auch so, also ich zumindest subjektiv in meinem Laienverständnis, fühle so, als ob die Bremswirkung optimal ist. Also es fühlt sich sehr gut an. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Racebike, aber bei der 800er GS habe ich mir damals gedacht, die Bremsleistung ist für mich zu gering, für meinen Fahrstil. Hier denke ich mir, alles geil, soweit. Auch sehr geiles Handling beim Umdrehen gerade, ihr habt es gesehen. Leider in den Leerlauf geschaltet.
Also ich habe gerade diese Sterntaste gedrückt und er hat mir echt die Traktionskontrolle verstellt. Ja, das hört sich lol an. Ist auch die Frage, wieso es jetzt blinkt. Ist sie aus oder ist sie an? Hardcore. Ich bin echt zu blöd, diesen Hebel zu drücken. Oben geht nicht, unten geht nicht. Wieso geht nicht? Okay, ich kann gerade den Tempomat nicht aktivieren. Das wäre echt spannend. Ich habe keine Ahnung, wieso ich den Tempomat jetzt nicht aktivieren konnte. Echt? Ja. Ich dachte hier links abbiegen, aber nein, dann hat das Navi gewechselt. Vielleicht habe ich es auch verbockt. Zu leicht rechts. Alter, also ich schaff's echt nicht mehr, den Tempomat zu aktivieren. Was kann denn das sein? Jetzt? Ja, okay, aber das ist schon komisch. Aber ja, wir wissen von Ducati, es gibt hinter jedem Fehler ein System. Ja. Die Gasannahme ist in dem Modus schon ein bisschen bissig. Also bei langsamem Tempo um die Ecke rollen fast Sorge hat, an den Gas anzugreifen, aber hey, das wollte ich ja. Ich habe die Power auf maximal gestellt. Also passt das auch. Also ja, ich meine, bei der Teneré bin ich wirklich immer verdammt hoch gesessen. Und auch mit der Freundin drauf. Ich hatte schon immer... Ja, der Bodenkontakt war nicht optimal, würde ich sagen, aber das Lustige ist, ich sitze hier, glaube ich, gleich hoch. Vielleicht bin ich aber auch einfach eher so ein großes Bike gewöhnt. Ich fühle mich sauwohl, wie man stehen kann. Und das Bike fühlt sich auch sehr leicht an, auf jeden Fall leichter als die Ducati. Ja, Junge, federt wie eine 1. Also... kann man sich coole Fahrmanöver vorstellen. Also ich fühle mich jetzt sauwohl. Ich will natürlich jetzt kein ganz langsames Umdrehmanöver ausprobieren, weil, genau, ich will sie nicht umwerfen. Man weiß ja nie, was passiert. Solange sie noch nicht mir gehört, lieber nicht. Mal ausschalten, mal filmen, mal anschauen und ich sehe, die Zeit ist verflogen. Steht sehr schräg. Die Zeit ist verflogen, ich muss schon wieder zurückfahren. Sonst mögen sie mich dort nicht. Schauen wir mal, ja. Passt, dann wieder zurück. Motorstar München. Was sagt er, wie viel Zeit habe ich? 30 Minuten. Ankunftszeit 22. Und wann soll ich zurück sein? Um 21. Also mega geil, alles gut geklappt. Wir können ja hier kurz rumfilmen. Und dann fahren wir auch schon wieder zurück. Und zurück sind wir schon schneller, weil wir weniger quatschen müssen. Also ich würde sie echt noch mehr genießen. Ich würde gerne eine rauchen. Ich würde gerne einfach ein bisschen durchchillen, das Moped anschauen. Mich ein bisschen mit dem Bedienkonzept vertraut machen. Aber ja. Müssen wir später machen. Das ist dieser Sound geil. Allein deshalb würde ich sie sofort kaufen. Bin auch wirklich gespannt, was die KTM heute so abliefert. Das ist die zweite Probefahrt. Aber sexy. Lass uns mal kurz schauen, ob wir eher auch in die Richtung losstarten. Passt. Einfach wieder zurück.
seriös Moped abgeben. Echt schade. Also, dass eine Probefahrt genau 1 Stunde dauert, finde ich echt schlecht. Weil es zu kurz ist. Jeder ernsthafte, echte Kaufinteressent hat zu wenig Zeit in 1 Stunde. Besonders wenn du in München startest und da ja nichts zu fahren ist. Ja. Das wollte ich nicht. Vielleicht war ich einfach zu langsam für den Tempomat. Genau, was ich immer sagen kann, wir kennen es ja auch bei Ducati. Es gibt eine gewisse Untergrenze für den Tempomat und ja, wahrscheinlich ist 37 km/h zu langsam. Wobei für den 30er wäre es halt schon nice, wenn man ihn manchmal einschalten könnte. Also eins ist klar, in Sizilien hätte hier für niemand gebremst. Ja, jetzt hätte ich lieber nicht so laut beschleunigt, weil dann wüsste ich jetzt, in welche Richtung ich fahren sollte. So kann ich nur raten. Wow, aber der Balancepunkt ist Hammer. Also wir rollen hier echt super smooth. Und ich erste oder zweite, ich würde hoffen die zweite, aber ich denke irgendwie es war die erste. Ja, war falsch. Passt. Können wir aber korrigieren. Danke dir. Das ist echt super nett. Junge, er hätte dafür schon schauen können. Die Erfahrung bei ihm macht alles weg. Was will man mehr? Habt ihr das gesehen? Moped, 2 Autos überholen, Geschwindigkeit und Kraft gut übertragbar, also im Sinne von man weiß, wie weit man kommt mit der Leistung. Der Sound ballert voll durch, du kannst es überholen, du bist flexibel, wenn du überholen möchtest, alles easy, alles perfekt. Ja, dieser Moment, wo ein LKW rechts hinter dir versetzt steht und du hoffst, vergiss mich bitte nicht beim Losfahren. Aber ich würde hoffen, dass ich so hoch sitze, dass er mich vielleicht die Spitze meines Helmes noch wahrnehmen kann. Sizilien ist echt schwer wieder aus dem Blut rauszubekommen. Ich habe heute schon einen Intensivkontakt mit einer Sperrlinie gehabt und sagen wir mal so eine orange Ampel, ja, hat es auch schon gegeben und ja, jetzt, du siehst das, vorbeirollen, ich glaube, das war auch gesetzlich hier in Deutschland noch in Ordnung. Man hat ja niemanden blockiert und niemanden gefährdet. Aber ja, es ist schon in Sizilien, fährt halt einfach, wer gerade Pass hat und wer Lust und Laune hat. Es war gerade ein leicht erhobenes Vorderrad. Bombe, Bombe, gefällt mir. Ich muss sagen, nach sowas technologisch hochgezüchteten wie die Ducati, muss ich sagen, fühlt sich dieses puristische, bisschen einfach harte, also einfach dieser Sound, dieser Motor, also einfach jetzt kein Abstandstempomat und dieses bisschen Retro-Display, fühlt sich eigentlich genau nach dem an, was man braucht. Jetzt bin ich hier reingefahren mit Google Maps, aber nicht bei der Tankstelle vorbeigefahren, passt. Ich hoffe einfach, dass sie den 5er auch akzeptieren. Jawohl, und schon wieder die sizilianische Variante. Mann, ich bin wirklich zu lange in diesem Land gewesen.
Yeah, baby. Pünktlich, aber nicht vollgerankt. Zum Glück kann ich den Spritstand eh nicht ablesen. Aber das wird nicht so viel gekostet haben. 5er sollte reichen. Geil. Passt. Bis später. Das ist mal geil. Ein Motorrad-Review-Video, auch so in einem Auto. Echt geil. Irgendwie auch traurig. Spaß. In jedem Fall, genau, was habe ich noch mitgenommen? Ich wollte eigentlich die schwarze Version mit Rot, aber rausgefunden bzw. die Info bekommen, die Adventure Sports und auch das elektronische Fahrwerk gibt es quasi nur in nicht rot. Genau, gibt also nur alles andere Zubehör, was man haben will, kann man einfach drauf montieren, auch Quickshifter im Nachhinein. Und das wäre soweit in Ordnung. Aktueller Problempunkt, das Moped, das ich kaufen könnte, gibt es erst ab Mitte Juli. Genau, Sie haben mir gesagt, das ist eigentlich früh. Aber ja, es ist ja Anfang Juni. Dementsprechend würde ich natürlich gerne ein Moped sofort haben. Das ist spannend. Sonst von den Infos, genau, ich würde sagen, Motor, Drehmoment, Sound, Leistung, alles perfekt. Also die 100 PS reichen vollkommen, ist wirklich geil zu fahren. Hammermäßig Spaß, hätte ich nicht gedacht. Auch einfach das Feeling, das du kriegst, ist fast noch geiler als bei der Ducati, weil einfach der Sound brutal geiler ist. Motorlautstärke weiß ich nicht. Ich habe die Verkäuferin gefragt, 95 Dezibel Österreich eingehalten. Mir ist es mittlerweile auch vollkommen egal. Weiß sie nicht zu dem Zeitpunkt, wenn das Video online geht. Hier steht's. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Ja, die Navigation etwas spannend mit den Buttons. Also ich habe auch wirklich gefragt, ich habe das nicht durchblickt gehabt. Wenn man einfach nach oben und nach unten schaltet auf diesen Joypad, was auch immer, mit den Controls wechselt man tatsächlich auch direkt gleich den Fahrmodus. Hubschrauber, ich warte noch mal kurz. Habe ich während dem Fahren leider nicht durchblickt, genau auch ab welcher Geschwindigkeit der Tempomat funktioniert. Ich habe zumindest rausgefunden, genau bei 30, 40 funktioniert er noch nicht, wahrscheinlich dann ab 50. Schauen wir einfach im Sinne von, ist jetzt nicht so wichtig, ich werde es wahrscheinlich auch nicht recherchieren, ist mir einfach zu anstrengend und ja, wir wissen, der funktioniert ab einer gewissen Geschwindigkeit. So wie bei der Ducati, wenn er ab 30 funktioniert, ist schon geil, weil wenn du angepasste 35 im 30er fährst, ist es schon cool, wenn du da einfach durchrollen kannst. Fällt auch einfach deutlich easier, den 30er einzuhalten. Deshalb finde ich das ganz nice. Aber subjektiv stresst mich nicht, stört mich nicht. Genau, navigationstechnisch, ich habe das Feedback ein bisschen gehört, dass man den Tempomat nicht aktivieren kann, wenn man das Gas hält auf die Geschwindigkeit, die man will. Ist ein bisschen strange, ein bisschen störend, aber ja, auch nichts gegen den Kaufgrund. Gefällt mir das Bike? Ja, mega. Fährt sich das Bike geil? Ja, mega. Kann man gut im Stehen fahren? Ja, unbedingt. Passt der Preis? Ja, der Preis passt, wenn du das teuerste Moped gekauft hast. Sinngemäß in dieser Kategorie. Müsste eigentlich der Preis hier, also passt der Preis auf jeden Fall. Genau, war hier, steht wirklich eine ohne elektronischen Fahrwerk, ohne Sturzbügel, aber für mit komplettem Kofferset von SW Motec, sieht mega geil aus. Für 17, 18, also echt ein fairer Preis, aber echt ein guter Preis. Genau, was haben wir gesehen? ABS funktioniert perfekt, bremst geil, Motor zieht gut durch, Motorbremswirkung gibt es verschiedene Einstellungen. Ich war jetzt einfach auf der stärksten. Ja, passt auch vollkommen. Von der Ducati bin ich eine irrsinnig starke Motorbremswirkung gewohnt. Und ja, passt alles. Bremsen geil am Gefühl, Fußbremse geil am Gefühl, Vorderbremse geil am Gefühl. Schaltung hat perfekt, super knackig funktioniert, gefällt mir persönlich super gut. Genau, einmal habe ich von 1 auf Leerlauf geschaltet, beim 2er schalten, aber ja, das ist, ich habe auch keine Stiefel an, ich habe nur so Moped-Schuhe auf jeden Fall. Weil die sind auch ein bisschen kleiner, dementsprechend ja, einfach nicht anständig hochgezogen, mein Fehler. Richtig geiles Moped, macht richtig Spaß, sieht richtig geil aus. Genau, irgendwas Rotes kann man sich bestimmt im Stickerpaket noch drauf wuchten. Ja, ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht auf Dauer irgendwie ein bisschen bereuen würde, was ich nicht so geil finden würde, wäre wirklich nur die Farbgebung von dieser Display-Einheit. Alles ist gut ablesbar, aber so die Inhalte der Informationen, also dass ich während der Probefahrt nicht in der Lage bin, den Tankfüllstand rauszulesen. YOLO. Bisschen LOL. Natürlich auch, ja, bin jetzt nicht vertraut mit dem Moped, aber ja, das ist strange. Genau, man kann sich diese angezeigten Sachen kann man sich ein bisschen konfigurieren. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Da muss ich mir jedes Mal beim Aufsteigen selber sagen, geil, dass ich so ein Retro-Bike fahre. Aber ja, sonst von außen ein Monster-Bike, super cool. Kann mir wirklich vorstellen, mit der Freundin hinten drauf, damit die Welt zu bereisen. Hammergeil.
Ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr weiter interessiert seid, wie diese Geschichte mit dem verlorenen Moped, dem neu gekauften Moped und was sonst noch alles kommt, weitergeht, wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dabei. Aktiviert auch gerne die Glocke, wenn euch meine Videos und das Gequatsche hier wirklich gut gefällt. Freue mich auf jeden Fall. Gebt auf jeden Fall in den Kommentaren Bescheid, wie ihr die Probefahrt gefunden habt, wie euch das Moped so gefällt, was ihr so denkt von meinem Feedback. Teilt gerne auch euer Feedback. Ich freue mich riesig darauf. In diesem Sinne, ich skippe jetzt, nochmal nach Hause zu fahren. Ich hole mir irgendwo was zu essen und fahre direkt weiter zur KTM-Probefahrt. Aber für euch jetzt, dieses Video ist mal zu Ende. Macht es ganz gut. Ciao, bis bald. Also was es auf jeden Fall noch zu sagen gibt, ich muss einfach auf die Straße schauen, aber ja, weil ich es einfach großartig finde und nicht sonst vergesse. Die Probefahrt mit Vollkaskoversicherung und 500 € Selbstbehalt habe ich noch nirgendwo erlebt, außer jetzt gerade bei Honda. Echt sehr entgegenkommend und sehr freundlich Testfahrern gegenüber.